Als ich so 12 war, fing ich an, Radio zu hören. Ja, das waren einfach immer ganz intensive Musikerlebnisse im Radio, mit Musik in Kontakt zu kommen, die ich noch nicht kannte. Und da entstand die Idee, dass ich selbst Musikradio machen wollte. Und insofern war das Radiomachen von vornherein in diesem Zusammenhang Musik ganz wichtig für mich. Also ich habe Radio gehört, bin in Hannover aufgewachsen, habe Sendungen vom NDR gehört. Und da gab es eine Sendung, damals Musik für junge Leute. Da hat zum Beispiel Paul Baskerville moderiert oder Matthias Böhm. Und für den NDR hat damals auch Peter Urban moderiert. Da war ich so 15 vielleicht. Und die fand ich ganz toll. Oder Ruth Rockenschaub hat damals eine Sendung für den NDR gemacht, auch so eine Hamburger Moderatorin. Die Sendung hieß Soul Train. Das waren so die ersten beruflichen Vorbilder. Und da habe ich mich eigentlich schon entschlossen, dass ich mal nach Hamburg will und für diese NDR-Redaktion gerne arbeiten will, für die diese Leute alle tätig waren. Also in Deutschland ist es eigentlich paradiesisch. Es gibt wirklich viel Geld für öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen und davon kann man in der Theorie ganz viele tolle Sachen machen. Da werden auch tolle Sachen gemacht, aber leider nicht ganz viel. Sondern nur, nur maßvoll. Und deswegen haben wir uns entschlossen, mit Byte FM an den Start zu gehen, weil wir den Eindruck hatten, öffentlich-rechtlich macht für Popmusik im allerweitesten Sinn von Techno bis Jazz, sage ich mal, nicht genug. Es gibt eben beim NDR und in der Regel öffentlich-rechtlich keinen Sender, der Musik so ernst nimmt, dass mittags um 15 Uhr da ein Live-Konzert vielleicht laufen könnte oder eine Band irgendwie Songs spielt. Warum das so ist? Naja, weil die Entscheidungsträger, die für die Programme verantwortlich sind, möglicherweise der Meinung sind, es ist nicht so wichtig. Oder sie haben einen anderen kulturellen Background und bewerten das anders und bewerten es aus meiner Sicht falsch. Weil Popmusik ist um uns alle herum. Und ich glaube, jeder hört Musik. Insofern ist es wichtig, Musik auch ernst zu nehmen und auch Kriterien zu entwickeln, nach denen Musik ausgewählt wird, die darüber hinausgehen, wie erfolgreich Musik ist oder wie gefällig Musik ist. Musik ist so großartig und Musik ist im Grunde der Mittelpunkt von den meisten Radioprogrammen. Dann sollte man die Musik, die man spielt, auch ernst nehmen und sollte auch Leute entscheiden lassen, welche Musik da läuft, die Musik ernst nehmen und Musik zu schätzen wissen. Ja. Ciao. Ciao. Ihr nicht spielt, wenn ich dich nicht mit beiden Händen habe. Ciao. Tschüss. Joris, ich freue mich so, dass du hier bist. Sehr cool. Lukas, ich freue mich so, dass du hier bist. Ja? Sehr cool. Das ist ganz toll. Ganz meinerseits. Ja. Aber das ist ja auch das, was die Sache auch so famos macht. Ja. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Schön. Warm ist es hier. Darf ich euch Joris vorstellen? Johanna ist unsere CVD, das heißt Chefin vom Dienst, und sie ist für die Abläufe heute verantwortlich. Mhm. Das ist mein Projekt. Ich habe das gegründet, dieses Projekt. Ich habe den Sender gegründet mit Kollegen und Freunden. 2007 haben wir uns zum ersten Mal zusammengefunden. Und Byte FM hat sich seitdem konstant positiv entwickelt. Das war auch sehr, sehr anstrengend phasenweise. Es ist immer noch anstrengend. Aber es macht auch einfach sehr, sehr viel Spaß. Und wir haben unsere Reichweite immer weiter vergrößern können. Und jetzt sind wir in Hamburg auf UKW rund um die Uhr mit 2 eigenen Frequenzen. Und wir senden in Berlin auf DAB+ und in Hamburg machen wir das auch. Das heißt, wir sind viel, viel größer geworden. Wir haben ich will gar keine Byte FM-Promo machen, aber es hat sich eigentlich total positiv entwickelt und ich wüsste nicht, warum das aufhören sollte. Das heißt, ich möchte gerne diese Entwicklung des Senders weiter positiv begleiten. Und wenn ich irgendwann mal das Gefühl habe, ich rock das nicht mehr, dann würde ich da aussteigen.
dass ich mal irgendwie Jobs mache, die mit Musik zu tun haben, das war mir irgendwie eigentlich ganz lange nicht klar. Das hat sich einfach so ergeben. Das hat sich, glaube ich, so in der Reihenfolge ergeben von in Kneipen arbeiten, am Tresen so, während des ersten Studiums so und dann von da aus zu selber Konzerte organisieren mit einer Gruppe von Freunden in Hamburg. Dann habe ich das in Kiel, wo ich auch mal gewohnt habe, später auch noch gemacht. Also dieses selber Organisieren von Konzerten. Und irgendwann, ja, also es gab so 2 parallele Schienen. Einmal habe ich bei Byte FM ein Praktikum gemacht. Dadurch habe ich irgendwie so das erste Mal was mit dem Radio zu tun gehabt. Und da habe ich so gemerkt, das ist irgendwie ganz geil. Ich habe relativ bald angefangen, so auch Mixtapes zu erstellen, auch für Freundinnen oder so. Und hatte irgendwie ganz offenbar ein ganz gutes Gespür dafür, was die oder derjenige gerne hört. Und das hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht. Und auch Sachen zu finden und zu durchstöbern, die vielleicht abseits von den gängigen, weiß ich nicht, Radio-Playlisten liefen oder so. Das fand ich schon immer ziemlich gut. Und ja, dann hat sich das irgendwann rauskristallisiert, dass die Fusion aus Wort, weil ich schon immer ganz gern auch geredet habe, beziehungsweise mich mit Worten generell befasst habe, und Musik eine ziemlich gute Richtung für mich war. Dieses jemanden zu begleiten oder so, ich sag mal, musikalische Reiseempfehlungen zu geben, sowas, das fand ich immer total gut. Und dabei vielleicht die eine oder andere Geschichte zu erzählen, die KünstlerInnen besser vorzustellen, das fand ich immer total reizvoll. Also Leuten eine Stunde vielleicht irgendwie zu bescheren, die sie auf irgendeine Art und Weise berührt und an was vielleicht ranführt, woran sie sonst nicht rangekommen wären. In Deutschland gibt es sowas eigentlich nicht. Als Modell für einen privaten Hörfunksender in den USA funktioniert Public Radio so. Da gibt es keine Gebühren in dem Sinne, aber Sender sind finanziert von Hörerinnen und Hörern. Und da gibt es auch die sogenannten Fundraiser, wo dann die Moderatoren sagen, ihr findet unser Programm gut, dann müsst ihr hier auch Supporter werden. Wir brauchen euch, mit euch kann man das nur zusammen machen. Wir brauchen eure Unterstützung. Und das ist das, was wir im Zusammenhang Freunde von Byte FM eben auch immer wieder kommunizieren. Ich finde ehrlich gesagt, dass unsere wirtschaftliche Situation und die Gehälter, die wir bezahlen, das ist nicht so schlecht im Vergleich zu dem, wie wir gestartet sind. Also wir haben jetzt 11 festangestellte MitarbeiterInnen, die davon auch, zumindest wenn sie voll beschäftigt sind, leben können. Ich finde das für dieses idealistische Projekt, das mit nichts angefangen hat, finde ich das super. Also ich bin da auch echt stolz drauf, dass wir das erreicht haben, dass wir da so weit gekommen sind. Das haben wir am Anfang gar nicht gedacht, weil da ging es nicht um Geld eigentlich, sondern es ging um die Vision. Es ging um diese Idee. Wir wollen dieses Radio machen. Also das sind eure beiden Tröne. Ja. Throns. Könnt ihr euch aussuchen, wer wo ist? Guck mal, wenn du hier sitzt, ne, dann wäre das dein Headset. Musst du jetzt noch nicht aufsetzen, aber wenn du es, ist auch der bessere Platz, finde ich auch. Jetzt hört ihr das, was im Radio läuft. Jetzt, ja. Ist die Lautstärke okay für euch? Ja.
Ihr habt sonst beide auch noch einen Regler auf eurer, wo das Kabel rausgeht. Habe ich euch schon gesagt, dass ich mich freue, dass ihr hier seid? Yes. Aber wir freuen uns auch. Okay, cool. Trotz aller Aufregung ist doch was Schönes. Byte FM. Teenage Kicks bei Byte FM. Herzlich willkommen, dazu sagt Ruben Jonas Schnell. Und dies ist die 4. Folge der Radioschule bei Teenage Kicks, alle 4 Wochen an dieser Stelle, mit Unterstützung durch das Deutsche Kinderhilfswerk. Und heute der jüngste Gast dieser Sendung. Hallo Joris. Hallo. Wie alt bist du? 8. 8 Jahre alt? Zweite Klasse, 3. Klasse? 2. Und du hast noch jemanden mitgebracht. Wen denn? Mein Papa Lukas. Lukas Heldermann. Hallo Lukas. Hallo Rum. Hallo Joris. Hallo. Wie alt bist du? Ich bin 41 Jahre alt. Herzlich willkommen. Das war schon die erste Runde. Schon die erste Runde. Das war Turnierweg erstmal. Hier siehst du, wie lang der noch läuft. Der zählt also rückwärts, ne? 2 Minuten 45 Sekunden. Alle Kissen auf dem Boden, Körper vom Sofa ging leider daneben. Den Nagel vom Land nicht geschrieben. Ihr habt vorhin ein bisschen davon erzählt, wie ihr gemeinsam Musik hört. Gibt es dann auch so Interaktionen? Also tanzt ihr vielleicht zusammen oder sowas? Nee, nein. Doch. Nein. Manchmal. Letzte Woche haben wir getanzt, da haben wir zusammen Musik gehört abends. Und das kommt jetzt nicht jede Woche oder jeden Monat vor, aber abends, wenn dann die Musik mal lauter wird, wenn ich da doch mal welche anmache, dann kommt es schon auch vor, dass wir gemeinsam tanzen. Es gibt, habe ich gelernt von euch in der Sendung, eine kleine Schwester von Joris, Malea ist 5. Ja. Und Lukas, deine Frau, ist auch Teil der Familie. Ist denn Musik hören zu viel? Gibt es das? So gezielt oder ergibt sich das eher? Ist das eher so nebenbei? Frage an euch beide. Ja, Mama und Malia mag ziemlich gerne Deine Freunde und so Lieder. Und Mama mag auch sowas wie die Helikopter. Das hat sie auch nochmal zu Hause gesagt. Falls du mich fragst, was ist denn das Lieblingslied von Mama oder die Lieblingsband? Ja. Und dann könnten wir das jetzt spielen, ne? Aber wir sind ja bei euch beiden, die beiden kommen vielleicht ein anderes Mal. Wie ist es denn im Auto zum Beispiel? Das stelle ich mir so vor, als mittelgroße Familie, dass das eine Rolle spielt, was man da hört im Auto. Ja, im Auto hören wir auch meistens Byte FM. Ah, artig. Unsere Moderatorinnen und Autoren entscheiden das selbstständig. Da gibt es eine Sendung, da gibt es nur alte Platten. Gibt es viele Sendungen, da gibt es vorwiegend neue Platten. Aber es gibt auch Sendungen, das Byte FM Magazin zum Beispiel, das ist eine tägliche Sendung, die von verschiedenen Leuten moderiert wird. Da gibt es eine Mischung. Das ist überwiegend neu, aber es gibt auch alte Musik. Und ich finde das auch wichtig fürs Programm, dass das Neu und Alt nebeneinander steht. Genauso wie ich es wichtig finde, dass verschiedene Genres nebeneinander stehen. Musik ist so viel und Rückverweise, die sind wichtig. Also ich finde es toll, dann nochmal eine alte Platte vorgespielt zu kriegen, die ich vor 30 Jahren vielleicht toll fand. Die Tatsache, dass Byte FM irgendwie über einen Förderverein sich größtenteils finanziert und zum Beispiel keine Werbung macht, also das finde ich schon total wichtig, weil das ja sich auf die gesamte Struktur von Byte FM auswirkt. So, ne? Also ich meine, warum kann Byte FM alle möglichen Musikrichtungen irgendwie laufen lassen? Also warum kann das alles passieren? Weil halt nicht irgendwer da oben sitzt und irgendwie sagt so, okay, aber das bringt am meisten Geld, hier die Werbung zieht am dollsten so und den Song müssen wir jetzt 20 Mal am Tag spielen. Das Spannende ist ja bei Byte, glaube ich, dass man sowohl als Art Nebenbei-Medium hören kann, eben auch ganz normal als Radio und dann aber durch das Archiv eben genau das machen kann, was ich vorhin meinte, dass man so diese Mixtape-Kultur wieder aufleben lässt. Diese Anforderung an sich selber oder irgendwie die Idee, dass man offen bleibt, also dass man sich nicht irgendwie so auf seine alte Musik zurücklehnt, sondern dass man halt auch irgendwie
neue Sachen gut findet und da irgendwie einen Zugang zu findet. Oder halt auch nicht immer so zu sagen, ah ja, da ist irgendeine neue Band, aber habe ich schon 1000-mal gehört. Gab es vor 30 Jahren schon, gab es vor 10 Jahren schon, gab es vor 20 Jahren schon. Natürlich, es hat alles schon mal gegeben irgendwie. Aber es wird immer irgendwie neu zusammengebastelt. Und dass man da irgendwie nicht so arrogant rangeht und sagt so, das war früher besser. Ich glaube, von guter Musik zu sprechen oder gute Musik zu erklären, ist so ein bisschen wie Glück zu erklären. Also das ist so, im Endeffekt ist ja Musik für jeden und jede was komplett anderes. Irgendwie haben ja alle Musikrichtungen was miteinander zu tun. Ich glaube, das ist halt was man, wenn man Byte FM einschaltet, bekommt man eine Chance, das auch zu verstehen, also warum das so ist. Das Problem dabei ist aber, finde ich, dass diese Musikstreaming-Dienste mit ihren Algorithmen und mit diesem ganzen künstlichen Intelligenzzeug im Endeffekt immer nur eine Farbe bedienen, wenn ich es jetzt mal so nennen will. Da ist dann keine Spannung mehr drin, da ist nichts, woran man sich reibt, da ist keine Aufregung. Und das ist ja eigentlich das, was Musik auch ausmacht. Das spiegelt ja überhaupt nicht die Realität wider. So. Also Musik ist ja vielfältig und Musik ist bunt und Musik überrascht ja vor allem. Mein Kollege Live Guccio sitzt hier bei mir. Phil Spector live. Was war das für ein Produzent? Womit ist der bekannt geworden? Ja, hi Flicke. Phil Spector ist vor allem, also der steht synonym mit dem Begriff Wall of Sound. Den hat er auch selber geprägt, diesen Begriff. Eben so eine Wand aus Sound, also wo quasi die einzelnen Instrumente nicht mehr so voneinander unterscheidbar sind. Er hat zum Beispiel, wenn er ein Klavier aufgenommen hat, hat er nicht nur ein Klavier, er hat ein akustisches Klavier, ein elektrisches Klavier und vielleicht noch ein Cembalo drüber gelegt und das alles live im Raum. Also Be My Baby zum Beispiel, da hatte er 36 MusikerInnen im Raum und letztendlich geht es mehr darum, wie der Raum auch klingt mit allen Leuten drin. Wir kennen es bestimmt zum Beispiel aus Fußballstadion, wenn 50.000 Leute singen, die müssen nicht alle gut singen, damit es trotzdem mächtig und gut klingt. Und auch bei diesen Sessions, also bei Be My Baby, waren 36 Leute, die gespielt haben im Raum und die waren nicht alle on point, die haben nicht alle fehlerfrei gespielt, aber diese Masse macht es und wieder Raumklang und einfach diese Übersättigung, die Saturierung mit den Obertönen, da ist die Magie entstanden. Ja, ein Sound, der bis heute viele, viele Bands und KünstlerInnen beeinflusst und fasziniert hat. Und den hören wir jetzt. Hier sind The Ronettes mit Be My Baby. Danke, Live. Gerne. Ja, das war doch super smooth. Voll gut. Ich wollte auch was über Echokammern erzählen. Aber du hast echt, also du hast es auch sehr nachvollziehbar erklärt, finde ich. Also nicht zu nerdig, sag ich mal so. Ja, mir ist das Fußballstadion noch eingefallen. Ja, sehr gut, ja. Okay, cool, danke. Ja, danke dir. So, das muss ich jetzt laut hören. Darkening von Julia Lucille. Eindunkeln. Total schönes Wort, finde ich, auch wenn es ungebräuchlich ist. Und Tunkalen war auch schon im 8., 9. Jahrhundert, also im Althochdeutschen, der Begriff, der einen dunkel- bzw. lichtärmer werdenden Zustand beschrieb. Wobei Tunkal nicht nur auf die optische Veränderung anspielte, sondern auch auf die akustische. Denn das Adjektiv wurde auch für gedämpft oder schwer verständlich benutzt. Die Dunkelheit ist also seit jeher nicht nur der nüchtern umschriebene Zustand von der Abwesenheit von Licht, sondern war irgendwie schon immer auch mit dem Unbehagen von uns Menschen konnotiert, wenn eine Sache auf einmal nicht mehr ganz so klar, deutlich und gut erkennbar oder zu fassen ist. Kein Wunder, dass natürlich demzufolge auch von dunklen Gestalten und finsteren Wesen die Rede ist. Weiße Männer sind in der Mehrzahl in unserem Moderatorenteam. Das war schon immer so.
Und das war schon immer ein Problem. Ich habe mir das von vornherein anders gewünscht. Ich habe mir da eine Ausgewogenheit gewünscht. Und 50-50 ist das, was ideal ist natürlich. Wir können nur Frauen motivieren, bei uns mitzumachen. Und das ist viel besser geworden auch. Es sind inzwischen viel mehr. Und immer wenn wir die Wahl haben, würden wir eher eine Frau beschäftigen bei gleicher Qualifikation als ein Mann. Genauso was das Thema Weiß angeht. Ne? Überwiegend weiße Menschen, die sogenannten Bio-Deutschen, sind bei Byte FM tätig. Nicht, weil wir das so haben wollen, im Gegenteil. Also wir haben jetzt gerade eine Ausschreibung und suchen eine neue Moderatorin und schreiben und formulieren ausdrücklich. Wir suchen People of Color, wenn es irgendwie geht, und versuchen also LGBTQ das so offen wie irgendwie möglich zu haben, weil das zeitgemäß ist, aber auch, weil ich gerne ein Programm anbieten möchte, das möglichst divers ist. Und ich möchte auch mit einem Team arbeiten, das möglichst divers ist. Es ist tatsächlich eine Herausforderung, das gut zu machen. Wir haben auf jeden Fall auch mehr Moderatoren als ModeratorInnen, sage ich mal so. Aber da denke ich nicht viel drüber nach. Also in dem Fall. Außer, dass es natürlich schön wäre, da irgendwie weiter Wege zu finden, auch nicht immer nur die gleichen Leute anzusprechen. Ne? Also dass man auch, wenn Leute Praktikum bei Byte FM machen, dass es auch mal andere Leute sind, die sich dafür interessieren. Da muss man natürlich auch dran arbeiten, dass es interessant ist, so für andere Menschen als Cis-Männer. Genau. Für andere Menschen als absolute Musiknerds, weil also es geht ja auch nicht darum, alles immer zu wissen. Es geht ja einfach nur eigentlich um Leidenschaft für Musik, die man geil findet. Als ich angefangen habe, in Bands zu spielen, da war ich ganz oft die einzige Frau weit und breit. Wenn wir irgendwo Konzerte gespielt haben, war ich in 6 Bands die einzige Frau an dem ganzen Abend. Das war ganz oft so. Und das ist jetzt so 10, 15, bisschen mehr Jahre her so. Und das hat sich seitdem aber total geändert. Und das ist auch total gut. Also wir gucken jetzt zum Beispiel auch gerade und zählen unsere Playlisten durch oder unsere Alben der Wochen oder so und gucken mal, wie viel Männer oder männlich gelesene KünstlerInnen da drin sind, wie viel gemischte Gruppen und wie viel Frauen oder weiblich gelesene Personen darin vorkommen, um einfach mal wirklich zu gucken, wie ist denn da die gefühlte Wahrheit, die ja auf jeden Fall sagt, wir sind da voll gut, oder ist da noch Luft nach oben? Die machen ja nach wie vor immer noch wahnsinnig wenig Prozent in Playlisten auf Festivals und so weiter aus. Das liegt mit Sicherheit nicht daran, dass es so wenig gute Künstlerinnen gibt, sondern dass die teilweise einfach nicht gesehen werden oder nicht gefördert werden vor allem. Herzlich willkommen, 15 Jahre Byte FM. Wir freuen uns sehr auf diesen Abend mit euch. Es ist toll, dass ihr da seid. Es ist sehr schön, dass ihr euch mit uns für die Idee eines unabhängigen redaktionellen Musikradios begeistern könnt. Das macht uns sehr froh. Unser großer Dank geht an die Freundinnen und Freunde von Byte FM, also die Mitglieder in unserem Förderverein. 8.400 sind es jetzt knapp, die Byte FM unterstützen. Viele von euch sind dabei, das weiß ich. Ihr macht möglich, dass wir senden können. Ihr macht möglich, dass wir unabhängig bleiben. Ihr macht möglich, dass wir langsam, aber kontinuierlich die wirtschaftlichen Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbessern können. Ohne euch kein Byte FM. Vielen Dank. Das sind halt teilweise so freundschaftliche Verbindungen, die zum Beispiel Ruben auch schon länger hat, weil er ja schon so lange Radio macht. Und viele von den Leuten, die bei uns moderieren, machen ja auch schon ganz, ganz lange Radio, auch bei anderen Sendern vor allem. Und für viele ist es, glaube ich, so, dass es bei Byte FM haben sie so ihre Sendung und da dürfen sie machen, was sie wollen. Also so im bestimmten Rahmen natürlich. Ne? Also aber
das ist, glaube ich, das, was Leute daran cool finden, eine Sendung bei Byte FM zu machen. Und ja, sich dann irgendwie wirklich zu sehen oder so, das passiert dann nur so 1-2 Mal im Jahr bei den großen Treffen. Man hört ja die Stimmen jeden Tag im Radio und irgendwie, also ein Austausch findet da schon irgendwie statt und das Senden und das Radio ist dann sozusagen das, was so diese ganzen Leute, glaube ich, zusammenhält, so dieses Projekt. Natürlich ist es für mich ein bisschen schwierig, weil ich ja nun als Satellit, also als jemand, der relativ fest bei Byte arbeitet, aber eben doch als Satellit hier in Berlin ist, manchmal schade, dass man doch so relativ wenig Kontakt zu seinen KollegInnen hat, also vis-à-vis Kontakt. Aber dennoch finde ich, dass die Stimmung in dem Team total gut ist, dass die Hierarchien flach sind, dass man nicht das Gefühl hat, hier steht irgendjemand über jemand anders oder so, sondern wirklich man das Gefühl hat, man zieht mehr oder weniger an einem Strang zusammen. Und man macht das, was man macht, aus genau den gleichen Gründen wie der andere oder die andere. Und das ist was ich bei anderen Sendern so noch nie erlebt habe. Was ich mir wünsche für Byte FM ist, dass wir in der Lage sind, unsere Autorinnen und Autoren noch besser zu bezahlen und in der Lage sind, das Team, die festangestellten Mitarbeiterinnen noch besser zu bezahlen. Und insofern die Strukturen noch weiter zu professionalisieren. Das heißt vielleicht den Förderverein zu verdoppeln. Jetzt haben wir 8.000 Fördermitglieder, wenn wir 16.000 haben. Das wären wirklich viele. Ich glaube, das ist erreichbar, aber dann wäre das umsetzbar. Gleichzeitig, wenn der Sender immer mehr Hörerinnen und Hörer findet, kann er eine immer größere Rolle spielen, auch für die Musik. Und dafür sorgen, dass eine kleine, tolle Band aus Paris oder aus Celle mehr Leute bei ihrem Konzert in Hamburg und in Berlin und in Köln und in Freiburg hat. Und ich glaube, diese Band, wenn sie denn gut ist, hat das verdient. Und ich glaube, Byte FM ist die Plattform, die in der Lage jetzt schon ist, maßvoll, aber künftig hoffentlich noch mehr, diesen Künstlerinnen und Künstlern die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die sie haben sollten.